Ich nehme Träume ernst und glaube nicht, dass sie zufällig sind. In der Traumwelt verarbeiten wir vieles, zu dem wir im bewussten Leben nicht vordringen können. Ich möchte Alan Cohen in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Alan? Hey, schön bei dir zu sein. Vielen Dank, dass du in der Sendung bist, mein Freund. Ich schätze nicht nur deine Arbeit und das, was du machst, sondern auch, dass du in der Sendung bist. Ich denke, es wird ein unterhaltsames Gespräch. Es freut mich. Also erste Frage, mein Herr, wie haben Sie Ihre spirituelle Reise begonnen? Ich erinnere mich, mit etwa 5 Jahren zu einem Freund sagte, wäre es nicht lustig, wenn wir tot wären und nur vom Leben träumten? Und jetzt, nach Jahren, erkannte ich, dass sie näher an der Wahrheit sind, als mir klar war. Als Teenager wurde ich orthodoxer Jude, was 7 Jahre strenge Disziplin bedeutete. Dann wuchs ich irgendwie darüber hinaus. Ich wandte mich psychedelischen Drogen zu. Ram Dass wurde mein Guru, was mich zu Hilda Charlton, einer erstaunlichen Lehrerin und Heilerin in New York, brachte. Ich lernte viele Jahre bei ihr. Ich fand einen Kurs in Wundern, kooperierte mit vielen Medien, mit Daryl, Anka, Bashar, wie ihr wisst, und Abraham sowie anderen. Es war eine großartige Reise, eine bedeutende Verbindung nach der anderen. Ich fühle mich sehr gesegnet. Von einem orthodoxen Juden zu Psychedelika und Ram Dass, das ist ein großer Sprung. Wie man sagt, das ist ein großer Sprung. Hast du wirklich mit Ram Dass gearbeitet oder nur seine Lehren genutzt? Ich arbeitete mit ihm. Er unterrichtete mich anfangs. Jahre später, nach seinem Umzug nach Maui, nur wenige Kilometer entfernt, lehrten wir gemeinsam. Oh mein Gott. Das war eine große Ehre. Ich habe viel Zeit mit ihm verbracht. Das war wirklich ein Segen, solange er auf dieser Welt war. Ja. Darf ich fragen, da ich noch mit niemandem gesprochen habe, der direkt mit Ram Dass gearbeitet hat, wie war es zu jener Zeit mit ihm zu arbeiten? Ich meine wirklich, ich habe jede nur erdenkliche Dokumentation über Ram Dass gesehen. Ich bin ein großer Fan von ihm und habe seine Werke gelesen. Seine Entwicklung ist auch so faszinierend, von dem Psychedelika bis hin zur spirituellen Reife. Maharishi, sofern ich mich nicht täusche. Und während dieser ganzen Zeit, in der du mit ihm warst, war er da schon über die psychedelische Phase hinaus oder war er noch mittendrin? Er hatte die psychedelischen Drogen schon hinter sich gelassen. Genau, genau. Wie fühlte es sich an, jemandem wie Ram Dass nahe zu sein? Nun, er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, denn er lebte seine, wissen Sie, das macht nicht jeder. Ich meine, wir alle haben unsere Höhen und Tiefen, aber er war sehr bescheiden, blieb immer in seinem Herzen, sehr freundlich. Er besaß einen großartigen Humor, selbst nach einem schweren Schlaganfall, der ihn die letzten 20 Jahre seines Lebens an den Rollstuhl fesselte. Ich besuchte ihn zum Abendessen und er scherzte über seinen unbeweglichen Arm. Er machte Affengeräusche, damit ich die Tür öffnete, und in ihm lebte ein Teil, der sein menschliches Dilemma leicht nahm, damit spielte und es beobachtete, statt darin festzustecken. So wurde er zu einem der größten Lehrer durch sein Beispiel. Viele reden viel, aber handeln nicht danach. Er hat nicht nur geredet, er hat es auch umgesetzt. Es war ein großer Segen, bei ihm zu sein. Er ist ziemlich witzig. Er behielt seinen Humorsinn bis zu den letzten Momenten. Also lassen Sie mich fragen, denn es gibt viele wertvolle Lektionen, die hier vermittelt werden können. Als Menschen auf unserem Weg begegnen wir Ereignissen, die wir nicht erleben möchten und über die wir keine Kontrolle haben. Wir können wählen, diese zu akzeptieren, dagegen anzukämpfen oder uns von Wut und Verbitterung übermannen zu lassen. Die Geschichte über Ram Dass zeigt, dass viele Menschen verbittert wären, wenn sie 20 Jahre an einen Rollstuhl gebunden wären. Welche Ratschläge haben Sie für jemanden, der gerade eine ähnliche Herausforderung erlebt? Etwas so Schwerwiegendes wie das oder Leichteres und die Dinge so hinzunehmen, wie sie im Leben kommen, anstatt darüber verärgert zu sein, denn ich leide darunter. Hoffentlich das Ende von Covid, den ich im Urlaub bekam, und ich habe es tatsächlich im Urlaub eingefangen, obwohl ich seit 2,5 Jahren nicht verreist war. Es war ein geplanter Familienausflug. Wir erlebten 2 oder 3 gute Tage. Dann fielen wir nacheinander um wie Dominosteine. Es war schrecklich. Währenddessen hatte ich ein bestimmtes Gefühl. Das kann doch nicht sein. Ich arbeite hart. Warum musste mir das passieren? Und meine ganze Familie hat es durchgemacht und wir kämpfen immer noch.
Natürlich erholen sich meine Kinder im Nu, aber meine Frau und ich haben immer noch zu kämpfen. Ich war dabei allerdings nie wütend, ich war vielmehr in einer anderen Gemütsverfassung. Verstört würde ich sagen zuweilen, so nach dem Motto, muss ich mit Fieber 3 Stunden fahren, weil kein Hotelzimmer frei ist? Ja, genau, solche Dinge. Ich nehme mich selbst als Beispiel. Aber welchen Rat haben Sie für Menschen, die so etwas durchmachen? Es ist lustig, dass Sie das ansprechen. Ich werde Ihnen gleich eine ähnliche Geschichte erzählen. Aber manchmal können wir unsere Umgebung ändern, aber immer können wir unsere Einstellung ändern. Unser Geist und unsere Perspektive sind das Einzige, was wir wirklich kontrollieren können. Alles ändert sich ständig, wie Sie bemerkten. Daher zogen wir uns zurück. Vor einigen Monaten nahm ich an einem Coaching-Retreat teil, lange nachdem Covid vorüber war. Zitat. Zitat. Wir dachten, es sei sicher, ins Wasser zurückzukehren. Von den ungefähr 26 Personen im Retreat infizierten sich etwa 8 mit Covid. Wir stellten fest, dass einer kurz vor Retreatende positiv getestet wurde. An diesem Abend hatten wir eine Covid-Testparty. Wir wollten alle sicher halten, also besorgten wir für jeden Schnelltests. Und dann gingen wir in die Lobby dieser Hütte, machten Musik an und bestellten Pizza. Wir waren damit beschäftigt, uns gegenseitig die Nasen zu tupfen und zu lachen. Bekamst du das Negative, zogen alle vorbei und klatschten. Es war eine unglaubliche Erfahrung zu sehen, wie Menschen aus Negativem Positives schufen. Mit denen, die es mitnahmen, blieb ich in Kontakt. Ihre Einstellungen waren beeindruckend. Wow. Nun habe ich endlich Zeit, daheim zu sein. Wow. Das ist eine Ruhepause für mich. Ich hätte mir das nicht selbst genommen. Ich besinne mich darauf, wer ich bin, unabhängig von meinem Körperlichen. Also, jedes Minus ist die Hälfte eines Plus, das auf einen Strich vertikaler Bewusstheit wartet. Also können wir selbst ein Covid oder, Gott segne ihn, Ramblas Schlaganfall nehmen und irgendwie eine Betrachtungsweise finden, die ermächtigend statt lähmend ist. Der Körper mag geschwächt sein, aber Geist und Seele müssen es nicht sein. Es geht alles um die Perspektive. Es geht darum, wie man die Dinge betrachtet. Wie gesagt, ich bin nicht glücklich darüber, was passiert ist. Ich hatte mich wirklich auf einen entspannenden Urlaub gefreut, nicht auf einen mit Schüttelfrost und Fieber. Gab es spirituelle Lektionen für dich? Hast du Erkenntnisse oder Perspektiven gewonnen, die du sonst nicht gehabt hättest? Was war das Geschenk für dich? Ich denke, das Geschenk für mich, dies zu durchleben, ist, dass ich glaube, ich war etwas zu sehr überlastet, zu viel auf einmal, zu viel vorgenommen. Und das ist die Art, wie das Universum zu mir spricht. Du musst überdenken, was du machst und wie du deine Energie einsetzen willst und solche Dinge. Und wenn du nicht hören willst, werden wir dich dazu bringen, zuzuhören. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Niagara-Fälle auf eine normale Weise sehen durfte. Ich wünschte, es hätte einen anderen Weg gegeben. Sie hätten mir von dieser Situation erzählen sollen, aber es ist nun mal, wie es ist. Pass auf, es ist mir passiert, als ich in mein neues Zuhause gezogen bin, etwa 1 oder 2 Wochen, nachdem wir komplett eingezogen waren. Also wir hatten alle Kisten reingebracht und so, da habe ich mir den Knöchel gebrochen. Ja, habe mir einfach den Knöchel gebrochen. Und ich war so verärgert und ich dachte so, und das war der Moment, an dem ich langsamer machen musste, weil ich einfach immer weiter und weiter gemacht habe. Irgendetwas musste mich bremsen. Und immer, wenn solche großen Dinge in meinem Leben passiert sind. Ich erinnere mich, ich hatte einmal einen Autounfall und ich war derjenige, der ein anderes Auto gerammt hat. Und ich steckte damals in vielen Turbulenzen und Beziehungen und jemand sagte mir, Sioma, du musst aufwachen. Ja, du kannst nicht weiter diesen Weg gehen. Es ist immer irgendeine Kleinigkeit. Ich habe immer gefunden, selbst die schlimmsten Dinge, die dir passieren, fühlen sich in dem Moment schlimm an. Aber im Rückblick erkennst du, oh, das war einzigen. Ich denke, Ter Desjardins sagte, Leben ist vorwärts zu leben. Doch rückwärts betrachtet wird es verstanden. Absolut wahr. Wow, das sind wirklich weise Worte. So wahr. Ereignisse, die dir widerfahren sind, bei denen du dachtest, das sei buchstäblich das Ende der Welt. Ich meine, erinnere dich nur an die Oberstufe, um Himmels Willen. Da schien doch jede Kleinigkeit das Ende der Welt zu sein. Aber du blickst zurück und denkst, oh mein Gott, zum Glück bin ich mit dem nicht ausgegangen.
Oder zum Glück habe ich diesen Job nicht bekommen. Oder zum Glück bin ich bei dieser Reality-Show nicht mitgemacht. Es hätte Karriere ruiniert. Amen zu solchen Dingen. Aber damals, oh mein Gott, meine ganze Welt brach zusammen. Aber du hast absolut recht. Man kann es nur verstehen, wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt. Naja, schau dir die Pandemie an. Das hat die ganze Welt auf den Hintern gesetzt und jeder stand vor einer ganz klaren Wahl. Verfalle ich in Angst und Abwehrhaltung und Protektionismus oder nutze ich das irgendwie, um spirituell zu wachsen? Und viele Leute waren total paranoid. Viele haben sich aber auch gegenseitig geholfen. Und es war für so viele eine gesegnete Zeit. Sie haben tatsächlich zum ersten Mal seit Jahren wieder mit ihrem Teenagerkind gesprochen. Sie aßen wirklich mit ihrer Familie und setzten sich. Ich lebe auf Hawaii und es gab eine Zeit, 2 oder 3 Monate ohne Tourismus. Und die Riffe begannen sich zu erholen. Beim Schnorcheln sah ich, wie diese toten grauen Riffe wieder zum Leben erwachten und wunderbare Meereslebewesen kehrten zurück. Ich dachte, wow, so sah die Welt aus, bevor wir sie ruinierten. In vielerlei Hinsicht, es war wahrhaft eine Vision des Möglichen. Wenn wir aus einer Situation das spirituelle Geschenk ziehen, ist das meiner Meinung nach der einzige Weg, wie es funktioniert. Es pflegte der unvergessene, großartige Wayne Dyer immer zu sagen, er kam gerade aus Maui zurück, weil es ja jemand tun musste. Also sage ich dasselbe. Ihr lebt auf Hawaii, weil jemand es muss. Ich meine, jemand muss es ja tun. Muss ja jemand tun. Könnte genauso gut die Schwingung halten. Was brachte dich zu einem Kurs in Wundern? Ich sah eine Anzeige dafür im Magazin Psychologie heute. Und es war wirklich eine total kitschige Werbung. Sie zeigte diesen Typen, der die Straße entlang ging und plötzlich fielen ihm 3 goldene Bücher direkt vom Himmel. Das ist verrückt, Mann. Einfach nur wieder so ein Hokuspokus. Und tatsächlich, ich glaubte an Wunder. Ich will nicht nur mit der Hand wedeln und ein lautes Ja erzeugen, das ist nicht nötig. Und danach, eine Stimme sagte, mach einfach das. Tief in mir eine andere. Was deine Persönlichkeit sagt, ist egal. Mach es einfach. Also bestellte ich die Bücher und damals waren es 3 gebundene Bücher. Und ich schlug das erste Buch auf und las das Vorwort. Das ist der Kurs in Wundern. Oh Mann, das kam aus dem Nichts. Es war wie, erinnerst du dich, wenn Batman zuschlug und Bam oder Pow erschien? Poe aus den 60er? Ja. Es war wirklich so, oh Mann. Es hat mich wirklich tief im Inneren angesprochen und mir wurde klar, das ist die Wahrheit, eine Botschaft Gottes. Und die Stimme sagte, bleib bei uns und du wirst viel daraus gewinnen. Also blieb ich. Das war 1980, vor 20 Jahren. Wer hat das Buch Ein Kurs in Wundern geschrieben? Ich weiß, es gab eine reale Person, die es verfasst hat. Aber wer ist der eigentliche Ghostwriter dahinter? Nun, der Ghostwriter ist Jesus, Jesus Christus. Und irgendwie interessant, weil er sich einen zynischen, die professionelle klinische Psychologin und Atheistin Helen Schuckman wurde zum unwahrscheinlichsten Medium auserkoren. Sie hatten einen Seelenvertrag, verstehen Sie? Im Laufe der Zeit bezieht sich Jesus oft auf Aussagen des Neuen Testaments und Ereignisse wie seine Kreuzigung und Auferstehung. Kein Zweifel besteht, dass die übermittelte Stimme die von Jesus Christus ist. Glauben ist nicht erforderlich. Das Material überzeugt durch seine eigene Aussagekraft. Ohne es zu glauben, wenn Jesus heute zu uns spräche, denke ich, wäre das seine gewählte Stimme. Da ist es. Du erwähntest vorhin, dass du meintest, als du jünger warst, vielleicht sind wir tot und träumen nur vom Leben. Sehr Matrix-mäßig sozusagen. Deswegen liebe ich Matrix. Es hat so viele spirituelle, genau, Amen, Amen, Schichten und Tiefen. Und natürlich cooles Kung Fu und Keanu Reeves. Aber diese große Illusion, in der wir wandeln, die physische Welt, die ist so berauschend. Welchen Rat haben Sie, um diese Illusion zu durchbrechen? Zu verstehen, dass wir in vielerlei Hinsicht durch die Matrix wandeln. Wir sind in der Matrix, nicht am echten Ort des Geistes, wo wir wirklich sind. Ich benutze diese Analogie oft, ich habe es in der Show schon gesagt, weil ich aus der Filmbranche komme. Am Set bist du, es wird zur Welt und Figuren sind von Autoren erschaffene Charaktere. Die Autoren sind Schauspieler, die hereinkommen. Also,
Wenn Anthony Hopkins ans Set kommt, um Hannibal Lecter zu spielen, will er einen kannibalischen, doch liebenswerten Kannibalen darstellen. Stellt euch vor, in einem Horrorfilm zu sein und das Gefühl zu erleben. Man spielt mit, und wenn der Regisseur Schnitt ruft, geht man heim. Der Wahnsinn ist, dass wir denken, wir wären wirklich Hannibal Lecter. Die Rolle, die wir spielen, nicht der Schauspieler dahinter. Das ist meine Analogie zur großen Illusion. Eure Gedanken dazu würde ich gerne hören. Es gibt ein italienisches Sprichwort, das sagt, wenn das Schachspiel vorbei ist, König und Bauer kommen wieder in dieselbe Box. Wow, das ist cool. Oh, das ist tiefgründig. Gefällt mir. Da geht Hannibal Lecter hin, wenn der Film vorbei ist. Und so wählen wir also Rollen zu spielen und wir sind mehr Schauspieler als Rolle. Um deine Frage zu beantworten, Alex, wenn ich nicht bei klarem Verstand bin und mich gefangen fühle in meinem Körper, der nur 3 Dimensionen hat. Es fühlt sich nicht gut an, weil ich dies und das will und ich kann das nicht haben und bin deswegen verärgert. Es ist, als würde es mich in ein ganzes Geflecht von Begrenzungen versetzen und Angst und Krankheit und Tod und Konflikt und oh ja, welche Welt erschufen wir? Wenn ich meditiere, bete, im Kurs in Wundern lerne oder in der Natur spaziere, ich verbinde mich mit einem Ort in mir, der tiefer und erfüllender ist. Könnte ich ihm eine Stimme geben, würde er sagen, das ist echt. Denk daran, ich grüble oft. Wir alle bewegen uns im Kontrast dazu, in die physische Matrix gezogen zu werden. Dann erleben wir Momente, in denen wir darüber hinauswachsen und uns erinnern, wer wir sind. Diese Momente sind, wenn du willst, Gottes Geschenke, die uns auf Kurs halten und verhindern, tiefer in den Treibsand zu sinken. Das Fazit ist, wir müssen wirklich erforschen. Was erleben wir bei klarem Verstand und was ohne? Wir wählen stets zwischen beiden in der Hoffnung, uns mehr für Klarheit zu entscheiden. Ja, es ist wirklich faszinierend, denn du hast recht. Meistens leben wir im Physischen und erhaschen Momente der Verbundenheit. Ja, genau. Von Ewigkeit, nicht Ewigkeit, sondern Geist. Von jenem höheren Ort, von dem wir stammen. Je älter oder geübter man im Zugriff darauf wird, verändert sich das Leben, wie ich feststellte. Meditation ist dabei wesentlich. Und das Gehen in. Planen Sie einen Besuch im Yellowstone Nationalpark? Vor einem gigantischen Mammutbaum stehend. Hier verbindest du dich mit etwas Größerem als dir, wo die meisten im alltäglichen Leben des Tages, das Zeug, das eigentlich keine Rolle spielt. Ich sage den Leuten immer, ich sage ihnen immer, oh, ich bin auf diese Person sauer. Ich sage dann, in 50 Jahren spielt das eine Rolle. In einem Jahrhundert, das, was dir jetzt solche Sorgen bereitet, wird das dann wirklich noch von Bedeutung sein? Na und Bascha spricht dem Mantra na und. Viele Leute erzählen ihm von ihren Problemen. Na und? Und du hast mich auch an einen Ausdruck aus Ein Kurs in Wundern erinnert, den sie das Donnern des Sinnlosen nennen. Es wirkt einfach so echt und so lebendig. Und deshalb muss ich dieses Feuer löschen. Wenn ich das nicht tue, wird etwas Schreckliches passieren. Aber es ist nur eine riesige, fette Ablenkung. Und wenn wir nur für einen Moment Klarheit bewahren können, wie wir kauften kürzlich eine Immobilie. Während der Verhandlungen gab es eine kleine Auseinandersetzung mit unserem Makler. Als wir lauter wurden, wurde sie leiser. Je mehr wir unsere Stimmen erhoben, desto stiller reagierte sie. Wir schrien nicht, doch Verärgerung lag in der Luft. So lernte ich eine wichtige Lektion. In der Bibel heißt es, eine sanfte Antwort wendet Zorn ab. Und was sie tat, war uns zu zentrieren und zurückzuführen auf die Schwingung. Okay, was funktioniert hier wirklich? Also wenn du im Eifer einer Aufregung, eines Verlangens oder etwas, das dich mitreißt, innehalten und dir ins Gedächtnis rufen könntest, dass es eine Lektion für einen Kurs in Wundern gibt, ich kann Frieden stattdessen sehen. Und das nutze ich oft.
Ich stecke im Verkehr fest, okay, ich kann stattdessen Frieden sehen. Mein Partner sagt etwas. In diesem Moment, wenn ich es wirklich wollte, könnte ich mich für Frieden entscheiden. Na gut, ich versuche es. Wie wäre es, Frieden statt Aufregung zu wählen? Oh, das fühlt sich gut an. Das ist also eine Methode, die ich nutze. Ja, und außerdem, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber manchmal, früher habe ich oft gemacht, finde irgendwie Gefallen am Elend und schwelge im Schmerz, schwelge in der Depression, wie damals, als ein Mädchen mir das Herz brach, in der Mittel- oder Oberstufe. Ich ging heim und legte traurige Musik auf, um darin zu schwelgen. Dieses Gefühl, genau wie: Ich will mich nicht gut fühlen. Ich möchte nur in meinem Schmerz schwelgen und ihn verstärken. Hast du das gespürt? Hast du das früher auch gemacht, als du aufgewachsen bist? Oh ja. Nun, geteiltes Leid ist halbes Leid, auch mit sich selbst. Es ist, als gäbe es eine Belohnung. Das Ego wirft uns tatsächlich viele Belohnungen zu, wie viel Mitgefühl und Geld. Es gibt viele Belohnungen, krank oder aufgebracht zu sein. Und irgendwann das. Die Belohnungen des Friedens beginnen, jene der Aufregung zu übersteigen. Ein großer Wendepunkt für viele. Im Neuen Testament sprach Paulus: Als Kind liebte ich Kinderspielzeug, doch als Mann genieße ich die Vorzüge des Erwachsenseins. Er wollte sagen, dass wir irgendwann die kindlichen Spielzeuge der Selbstgefälligkeit und des Elends beiseite legen und erkennen müssen, dass sie uns nicht das geben, was wir wirklich suchen. Es gibt eine höhere Belohnung. Gibt es einen Rat, den Sie geben können, wie man den starken Sog des Egos überwinden kann? Es ist so ein verschmitztes Ding, das Ego. Ja, manchmal ist es offensichtlich und man sieht es meilenweit kommen. Aber Junge, es wirkt im Hintergrund auf Weisen, dass man es erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Dann denkst du, oh mein Gott, die ganze Zeit war es das Ego. Es hat mich schon wieder erwischt. Gerade wenn du denkst, du wärst weiterentwickelt. Ich habe meditiert, ich spirituell erleuchtet und das ganze Programm. Und dann plötzlich, zack, sagt jemand, weißt du, das ist das Ego. Und ich so, verdammt nochmal, schon wieder das Ego. Es hat mich erwischt. Das Ego ist unglaublich gerissen und schlau wie ein ausgekochter Kojote. Als ich auf der Highschool war, Alex, haben wir eine Reise nach Washington, D.C. unternommen. Ich lebte in New York und für eine Klassenfahrt, eine Abschlussfahrt, haben sie ein großes Foto von allen gemacht. Sie setzen dich auf diese riesigen, breiten Tribünen und machen ein Foto deiner Klasse mit dem Kapitol im Hintergrund. Dann kam das Jahrbuch heraus. Mein Kumpel fragt: Alan, siehst du was Ungewöhnliches an diesem Bild? Ich weiß nicht. Er meint, betrachte die linke und dann die rechte Seite. Nun, da sind. Auf der obersten Ebene sind zwei Typen, Arnie Goldstein und Jeff Meltzer. Und dann auf der rechten Seite der gesamten Tribüne, da ist Arnie Goldstein. Und er sagte, ich fragte, wie machen die das? Er antwortete, sie kannten den Trick damals. Sie hatten eine Kamera, die ganz langsam über die Abschlussklasse schwenkte. Sie kannten den Trick, nachdem die Kamera vorbeifuhr, hinter die Tribüne zu springen, zur anderen Seite zu laufen und wieder aufzutauchen. Vielleicht erneut im Bild. Jahre später wurde mir klar, dass so das Ego funktioniert. Man beleuchtet es und sobald das Licht schwindet, es wechselt den Ort, um dich von einer anderen Seite zu täuschen. Deine Ego-Beschreibung ist also völlig zutreffend. Alles, was ich sagen kann, du musst es einfach bemerken, wie schlecht es sich anfühlt, vom Ego beherrscht zu werden und wie gut, wenn nicht. Du musst lernen, es in immer feineren Momenten zu bemerken, bevor es Wurzeln schlägt. Die gute Nachricht ist, dass du die Lektion so oder so lernen wirst. Hörst du das Flüstern nicht, folgt die Ohrfeige. Als wärst du Covid, nicht wahr? Früher oder später wirst du es verstehen, auf die eine oder andere Weise. Also bete ich jeden Tag, bitte, lass es mich leichter verstehen, damit ich die Ohrfeige nicht brauche. Vielen Dank. Die Ohrfeige oder ein Baseballschläger quer über den Kopf? Oder das Auto, das auf dich draufkracht? Wie der Flügel, der von der Decke herabfällt? Was nötig ist, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen, das ist der Deal. Was nötig ist, um sie zu erlangen. Und das ist etwas, das im Laufe meines Lebens lernte ich, dass das Universum versucht stets, mir Lektionen zu erteilen. Immer.
Es gibt ständig Lektionen, aber es gibt große. Es gibt kleine Dinge und dann die großen, tiefgreifenden Lektionen über Dinge, an denen wir arbeiten müssen, solange wir hier sind. Und das erste Mal ist das. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Wenn du also einen riesigen Schlag mit dem Baseballschläger einsteckst, die gute Nachricht, überstehst du, kommst du gestärkt heraus. Du erlebst eine bedeutende Veränderung, die ohne diese harte Lektion unmöglich wäre, nicht wahr? Genau. Aber oft kannst du hoffentlich diese Lektion auch im Flüsterton lernen oder den Stupser oder das Hey, schau dir das mal an. Hey, bis du schließlich eine Faust ins Gesicht bekommst. Und manchmal gleicht es sich dann wieder aus. Und ich kenne Leute, die wurden fortwährend geschlagen von immer größeren Gegnern. Fäuste und unaufhörlich. Man lernt die Lektion nicht, bis man buchstäblich in die Knie gezwungen wird. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich 1 oder 2 Tage davon entfernt, bankrott zu gehen und ich war jung und machte finanziell viele Fehler, bis es schließlich passierte. Dieser Moment kam, okay, du hast nichts gelernt, also ab an den Abgrund. Und ich bin aufgewacht und dachte mir, okay, ich mache das nicht mehr. Welche Lektion hast du gezogen? Was hast du mitgenommen? Oh, diese spezielle Lektion war, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehmen musste. Musste es tun, zum Mann heranreifen. Niemand lehrte mich Finanzen, als ich aufwuchs. Ich hatte kaum Vorbilder dafür, also tat ich einfach, was ich sah. Ich habe viele Fehler im Umgang mit Kreditkarten, Schulden und ähnlichen Angelegenheiten begangen. Mein Ego war allgegenwärtig, überall, bis es erreichte den Punkt, wo du wirst buchstäblich in den Bankrott gehen und dein Leben wird für lange Zeit ruiniert sein, wenn du dein Verhalten nicht änderst. Diese Geschichte habe ich bereits in der Sendung erzählt und sie scheint große Wirkung zu haben. 1 oder 2 Tage bevor ich die Papiere unterschrieb, schrie ich wütend ins Universum, schau, ich will diese Papiere nicht unterschreiben, aber wenn du mir keine Hilfe schickst, werde ich diese Papiere unterschreiben. Am nächsten Tag. Mein erster Chef rief an und sagte, hey Mann, ich weiß nicht, ob du gerade einen Job suchst oder nicht, aber in West Palm Beach suchen sie Redakteure. Ich wohnte damals in Fort Lauderdale. Sie meinten, ich habe sie angerufen und von dir erzählt. Sie warten auf dich. Und ich bin hingefahren. Ich bewarb mich um die Stelle, bekam sie und kurz darauf einen zweiten Job. Ich musste hart arbeiten, um die Misere zu bewältigen. Doch Arbeit schreckt mich nicht. Ich brauchte nur eine Chance und die kam. Ich musste nie Insolvenz anmelden und habe es allein geschafft. Innerhalb eines Jahres war ich schuldenfrei. Wow, aber das sind eben Lebensmomente. Man macht einfach weiter. Das muss mehr als nur Zufall gewesen sein. Es war ein Akt der Gnade. Ich besitze das Buch Der Gnadenfaktor. Und vor vielen Jahren befand ich mich in einer ähnlichen Situation. Meine Mutter lag im Sterben und erholte sich nicht von der Operation. Meine Freundin machte mit mir Schluss. Es war Winter in New Jersey, Orchid, und es gab einen Schneesturm. Durch die Zeit im Krankenhaus bei meiner Mutter bekam ich das. Wie wird das genannt? Eine Art Staphylokokkeninfektion. Ach, wunderbar. Meine Lippe platzte auf, sah schlimm aus, also ging ich zum Arzt, der sie ohne Betäubung aufschnitt. Ich schrie wie am Spieß, sodass wohl alle im Wartezimmer rausgerannt sein müssen. Im Schneesturm bin ich zur Apotheke. Wie schlimmer könnte es werden? Menschen in der Schlange nahmen sich einen von mir für Antibiotika. Sie sahen mich an und traten beiseite. Sie dachten, ich brauche es dringend. Beim Apotheker merkte ich, meine Brieftasche fehlte. Er meinte, nehmen Sie es trotzdem mit. Verschwinden Sie einfach. Gehen Sie. Der härteste Tag meines Lebens an diesem Punkt. Ich ging nach Hause. Im Briefkasten fand ich einen Brief von meiner Mentorin Hilda. Ich war 14 Jahre lang bei Hilda, Alex, und sie hat mir wirklich nie einen Brief geschickt, außer dem einen, der an jenem Tag ankam. Und Alan, es war wie ein spiritueller Liebesbrief. Hab dich lieb, du machst gute Sachen, mach weiter so. Lass dich von nichts entmutigen. Du wirst unversehrt bleiben. Es war wie eine kurze Motivationsschreiben. Welche innere Stimme riet Ihnen, den Brief vorab zu verfassen? Und wer hat die Vorbereitung veranlasst?
Als ich meinen Briefkasten an jenem Tag öffnete, hätte ich keinen besseren Tag aus meinem Leben wählen können, um diesen Brief zu bekommen, als genau diesen. Und das nenne ich Gnade. Ich glaube, dass trotz unserer Dummheit und unserer Ungeschicklichkeit eine Liebe und eine Weisheit hinter den Kulissen wirkt, um uns zu erhalten, zu lieben, zu schützen und uns nach Hause zu führen. Ja, ich würde dir zustimmen, denn es gibt viele Momente im Leben, in denen man einfach ist. Mit dem Älterwerden wird dir das klar, aber manchmal passieren einfach Dinge, bei denen man nur denkt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man will, dass etwas geschieht, passiert es oft nicht. Und das ist meist das Beste. Und wenn etwas geschieht, denkst du, das ist unwirklich, als ob es da wäre. Wie die Geschichte, die ich dir erzählte. Kein Reim oder Grund für seinen Anruf. Ich hatte seit Jahren nicht mit ihm geredet. Ja, und dann übrigens Jahre später, ein paar Jahre, so 3 oder 4 Jahre später, konnte ich den Gefallen erwidern. Als er am Boden war, half ich ihm auf. Ich vergaß nie, sagte ich. Er, was meinst du? Ich, du rettetest mein Leben. Erstaunt fragte er, echt? Ich nickte. Ja, wirklich. Ich stand kurz vor der Insolvenz. Hättest du diesen Anruf nicht getätigt, hätte ich die Insolvenzanmeldung unterschrieben und würde heute noch mit dieser Entscheidung kämpfen. Und ich konnte ihm helfen, aus einer noch dunkleren Lage als meiner, was wunderbar war, zu können, den Kreis so zu schließen. Es ist bemerkenswert. Jetzt, wir reden viel über Dinge, die uns passieren und Fehler, die wir vielleicht unser ganzes Leben lang immer wieder machen, was man Muster nennen könnte. Können Sie Methoden oder Ratschläge empfehlen, um solche Muster zu durchbrechen? Sie sind uns auf unserem Weg in keinerlei Hinsicht dienlich, nicht wahr? Jemand stellte Abraham eine ähnliche Frage. Man kann einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen. Abraham antwortete, du weißt nicht, was für ein alter Hund du bist. Das bedeutet, dass du dich mit deinen Kindheitsmustern, deinen bestehenden Verhaltensweisen und Süchten identifizierst. Es gibt ein Du, ein Selbst mit einem großen S, tiefer als die in Mustern gefangene Persönlichkeit. Und wenn du anfängst, mit diesem wahreren Selbst in Kontakt zu kommen, du gewinnst Einfluss, um diese Muster zu verändern. Also sind wir wieder bei Meditation und Gebet, einem Kurs in Wundern, Yoga, Spaziergängen in der Natur, inspirierenden Filmen und dem Ansehen deines Podcasts. Ich meine, alles, was dich auf eine höhere Schwingungsebene hebt, wird dir Kraft geben, diese Muster zu ändern. Es gibt noch eine Perspektive, Ramdas sagte einst, spirituelle Meister sind genauso neurotisch wie wir alle, aber auch für sie. Ihre Neurosen sind irrelevant. Das beruhigt mich zumindest ein wenig. Und wenn du Zeit mit verbracht hast, ich war bei vielen der besten Lehrer, Gurus und Meister, und jeder hatte seine Masche. Sie rauchen, sie streiten sich mit ihrer Frau, einige von ihnen haben ihre sexuellen Eskapaden, sie haben Geldprobleme. Es ist nicht gravierend, aber sie haben Probleme. Viele denken, oh mein Gott, wann überwinde ich meine Begierden? Doch diese Menschen haben Begierden, sorgen sich nicht, kämpfen nicht dagegen, sehen es nicht als falsch. Sie erinnern sich meist daran, wer sie sind und finden, selbst wenn sie es vergessen, zurück zu ihrem wahren Ich. Ich bete täglich, um in höchstem Bewusstsein und höchster Schwingung zu leben. Wenn ich es nicht tue, frage ich mich, was ist die Lektion? Kann ich mich trotzdem lieben und akzeptieren, auch wenn ich das tue, und nicht dieses Muster oder diese Sucht nutzen, um mich von meinem höheren Selbst abzulenken? Beide Perspektiven helfen mir, Alex. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber das ist meine Antwort. Ja, ich meine, ich war tatsächlich schon immer sehr fasziniert von diesen sogenannten Gurus und ich habe mich intensiv mit der östlichen Philosophie auseinandergesetzt, insbesondere mit der eigentlichen wahren Bedeutung des Wortes Guru im klassischen Sinne dieser Philosophietradition. Es ist wirklich interessant, ja, denn du hast Zeit verbracht und warst bei vielen dieser Gurus.
während sie hier waren, so verstehe ich, und ich sprach auch mit einigen Gurus, während sie hier sind. Sie sind es, Mann. Sie haben alles, was wir auch haben. Nichts Besonderes, auch ein Ego. Sie haben all das, womit auch wir uns herumschlagen. Sie verstehen das Spiel nur etwas anders. Ein bisschen besser, und sie schaffen es, vieles zu überwinden, an dem wir festhalten. Also sind sie uns in vielerlei Hinsicht einfach ein Stück voraus. Genau. Welche Erfahrungen haben Sie mit Gurus und deren Verständnis? Denn viele Leute denken, Gurus sitzen einfach oben auf dem Himalaya, schweben und wissen alles und sind alles. Aber das entspricht nicht meinen Erfahrungen, auch bei jemandem wie. Sie wissen, viele mussten auch einiges durchmachen. Es gibt Leute wie, ich finde es faszinierend, dass manche denken, man wird einfach so geboren, erleuchtet. Niemand da, Meister, der je auf dieser Erde wandelte, wurde so geboren. Jesus, Buddha, Mohammed, keiner von ihnen. Sie alle mussten ihr Leben durchleben, um zu lernen, was sie auf ihrem Weg lernten. Ist das auch deine Erfahrung? Wir neigen dazu, Gurus zu idealisieren, glauben, sie seien immer perfekt und ihre Worte ebenso, was teilweise stimmen mag. Doch sie haben auch ihre menschliche Seite. Und es ist nicht förderlich, sie auf ein Podest zu heben und uns selbst klein zu machen. In der Frage der Wunder äußert sich Jesus. Ich bin dein älterer Bruder, der schon den Weg ging, den du jetzt nimmst. Ich bin voraus und will dir nun den Pfad zeigen, damit du als ebenbürtiger Gefährte zu mir stoßen kannst. Ich finde, das ist ein vernünftigerer Ansatz zu Christus, Buddha oder einem Guru. Yogananda, mein neues Buch, Der mystische Messias, erscheint im Herbst. Ich definiere Jesus darin neu. Als einer von uns, der früher abschloss, will er zeigen, wie wir erfolgreich sein können. Und er sucht nicht nach unserer Anbetung, er sucht nach unserer Wertschätzung. Ach, schön. Jesus zu eurem Gott zu machen, ist Gott in euch herabzuwürdigen. Und so wollen wir uns mit dem Christus in uns identifizieren, anstatt zu Füßen Jesu zu fallen. Viele Christen würden sagen, das sei Ketzerei. Ja, aber wissen Sie, Yogananda und Jesus sagten, ihr werdet Größeres tun als ich. Wenn wir geringer als Jesus sind, wie können wir dann mehr vollbringen? Mein neues Buch zielt darauf ab, das Spielfeld zu ebnen, sodass wir uns mit Gott identifizieren, nicht mit einem elenden Menschen. Das ist wunderschön. Ich liebe es und kann kaum erwarten, dieses Buch zu lesen, denn es ist eine Botschaft, die verbreitet werden muss. Und ich denke immer mehr, dass diese Idee immer beliebter wird und wir uns von den dogmatischen Vorstellungen entfernen, religiöse Infrastruktur, die uns seit Jahrtausenden begleitet. Und sieh mal, für manche Menschen, wenn es für dich funktioniert, Gott segne dich, mach weiter. Es funktioniert. Aber wenn du dir die wahren Lehren von Jesus anschaust, ja, alles, sogar in der Bibel, nicht perfekt. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben und oft aus diversen Sprachen übersetzt. Es kann sein, dass dabei Inhalte verzerrt wurden. Doch selbst darin sagte Jesus, wie du sagtest, alles, was ich kann, kannst auch du tun und mehr. Es macht viel mehr Sinn, dass wir alle denselben Weg gehen, dass einige von uns sind einfach weiter. Also es ist einfach. Ich werde nutzen meine Branche. Die, in der ich arbeite, ist die Filmbranche als Beispiel. Also ich war schon am Set für Hunderte, wenn nicht Tausende Stunden meines Lebens. Und ich bin schon über 25, fast 30 Jahre in der Branche. Ich weiß wahrscheinlich ein paar Dinge, die jemand, der gerade anfängt, auf diesem Weg nicht weiß. Bin ich ein absoluter Meisterexperte? Nein, aber ich bin vielen voraus, einfach weil ich diesen Weg schon länger gegangen bin. Und wenn ich mit einigen dieser großen Oscar-Preisträger spreche, wenn ich mit ihnen rede, dann sind unsere Gespräche auf Augenhöhe. Ja, sie haben Oscars gewonnen und wahrscheinlich hunderte Millionen Dollar in ihre Filme gesteckt und ich nicht. Aber
Am Ende des Tages ist es eine Kamera, ein Objektiv, ein Schauspieler, eine Geschichte. Ja, so ist es. Ja, so ist es, Gurus und spirituelle Meister als etwas anderes zu sehen, als jemanden, der einfach ein Stück weit vor dir ist schwierig, denke ich. Ich liebe deine Idee und wie du sie angehst. Du weißt, Guru schreibt sich Guru. Also zwei Gurus heißt nicht bete mich an. Es steht für Guru, verehre Gott und dich selbst. Ramana Maharshi meinte, Guru, Gott und das Selbst seien eins und ein echter Meister strebt danach, Schüler zu ermächtigen, statt Macht anzuhäufen. Bob Ross. Hast du Bob Ross gesehen, wie er malt? Natürlich. Er ist ein wunderbarer Maler. Er hatte eine große Sendereihe auf PBS. Und dann die neue Dokumentation. Und diese neue Dokumentation auf Netflix war faszinierend. Ich habe das absichtlich übersehen, aber vielleicht sollte ich es doch ansehen. Du solltest es dir wirklich anschauen. Es bewirkt ausschließlich Positives für Biob. Oh, gut. In der Dokumentation kommt Bob wie ein Engel strahlend rüber. Gut, das muss ich mir ansehen. Aber die Menschen um ihn herum müssen noch viele karmische Lektionen lernen. Das ist alles, was ich sagen muss. Das ist ein guter Weg, das zu halten. Wir haben viele Bob Ross-Videos geschaut. Seine Ausstrahlung ist sehr angenehm. In einem YouTube-Video meinte ein Kommentator, Bob Ross malte nicht, um sein Können zu zeigen. Er malte, um uns zu zeigen, wie gut wir sein können. Ja, das ist richtig. Für mich ist das das Zeichen eines wahren Meisters, dass er seine Schüler oder Jünger dazu einladen möchte, zu ihm aufzusteigen, in ihrer eigenen Größe, statt im reflektierten Ruhm zu leben. Oh, das ist eine großartige Sichtweise, denn wer Bob Ross beim Malen sah, weiß, er wollte einem das Malen lehren. Und das war fabelhaft. Es ist einfach, sagte er. Kleine Bäume, wunderschöne kleine Bäume. Hier ein kleiner blauer Baum, dort ein kleiner Berg. Und seine Methode war stets unkompliziert und flink. Und wenn du die Dokumentation anschaust, wirst du die Technik verstehen, denn sie gehen wirklich in die Tiefe. Die Art von Malerei, die er betrieb mit Nass-in-Nass-Technik und all diesen Dingen. Aber es war faszinierend, weil er wirklich lehren und diese Kunstform demokratisieren wollte. Sowas wie, oh, Leinwandgemälde und Ölgemälde, wisst ihr? Das ist Michelangelo, das ist Van Gogh, das sind diese Meister. Nein, jeder von euch kann das. Und zu sehen, wie er es gemacht hat, war faszinierend. Aber das ist eine großartige Sichtweise und genau das macht ein guter Lehrer. Es geht nicht um den Ruhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Bob Ross Gemälde, wenn man Originale findet, sind rein wegen seines Ruhms etwas wert. Aber sein Vermächtnis ist nicht seine Kunst. Sein Vermächtnis, anderen Großartigkeit beizubringen. Sehr treffend gesagt, ihr hattet Bashar, dargestellt von Daryl Anka, in eurer Show. Ich verbrachte tausende Stunden mit Bashar, manche persönlich, viele über Videos. Und er coacht viele Leute. Und er nimmt nie die Anerkennung dafür. Für die Fortschritte der Schüler danken sie Bashar oft. Danke, dass du mein Herz geöffnet hast. Er entgegnet, danke, dass du dein Herz geöffnet hast. Du hast dein Leben verändert. Ich war nur Unterstützung. Er schreibt sich nie die Verdienste für Erfolge zu, die die Klienten selbst erarbeitet haben. Das ist der Grund, warum ich ihn liebe. Er ermächtigt stets die Schüler, statt sich selbst zu rühmen. Er weiß, dass er mächtig ist. Er braucht keine weitere Macht. Er möchte seine Schüler ermächtigen. Ja, und ich denke, wenn du jemand bist, der anderen sagen muss, dass du mächtig bist, bist du in Wahrheit nicht wirklich mächtig. In jedem Lebensbereich. Wenn du sagen musst, weißt du, wer ich bin, dann bist du offensichtlich nicht so wichtig. Es ist der Stille, der kein Wort sagen muss, damit du es leicht verstehst. Diese Person. In dieser Welt, wenn deine Arbeit für sich spricht, unterbrich sie nicht. Richtig, präzise. Wir haben schon viel gesprochen über die Verbindung zu sich selbst und zum eigenen höheren Selbst. Haben Sie Tipps, wie man diese erreichen kann? Wie können wir uns besser mit unserem höheren Selbst verbinden, um häufiger Erkenntnismomente zu erleben, sodass sie zur Regel werden und wir seltener in den alltäglichen Mist hineinblicken müssen? Nun, das ist wirklich individuell, Alex. Für viele sind es Meditation, Gebet, Tagebuch schreiben, ein Kurs in Wundern, Yoga oder Tai Chi, alles gültige Wege zur Verbindung. Aber ich betone stets, was dir echte Freude bringt, ist entscheidend.
Wenn das Lesen einer Zeitschrift oder ein Hobby deine Schwingung erhöht oder wenn du dich an einem Ort aufhältst, der dies bewirkt, dann verfolge diese Aktivitäten. Alles ist Schwingung. Tesla erklärte, um das Universum zu verstehen, müsse man in Frequenz, Energie und Schwingung denken. Und so, alles, was dich auf eine Schwingung hebt, bei der du dich verbunden fühlst, das ist richtig. Ich leitete ein Retreat, wo eine Dame vor dem Schlafengehen in der Lobby saß und las. Notfallmagazin, wahre Geschichten von Rettungseinsätzen. Ich fragte Josephine, wie sie zum spirituellen Rückzug kam. Und das Lesen? Sie sagt, ach, na ja, ich bin dabei, ich bin im Rettungsteam. Und das gibt mir gute Ideen. Ich finde es inspirierend. Also für sie. Das war eine spirituelle Übung. Ich würde das nicht lesen, es würde mich nicht berühren, aber ich kann nicht urteilen, was anderen wahre Freude bereitet. Niemand darf mich für das beurteilen, was mir Freude bringt. Die Antwort ist einfach. Alles, was deine Schwingung erhöht und dich mit deinem Geist freudvoller verbindet, ist ein gültiger spiritueller Weg. Tu es so oft wie möglich, mache das Wesentliche zur Hauptangelegenheit. Jetzt werde ich dir eine Frage stellen, ich denke, ich weiß die Antwort, aber diese Frage wird oft gestellt und ich möchte deine Meinung hören. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Nun lass deine Antwort hören. Ich denke, meine Antwort ist, dass wir Lektionen haben und schlechte Dinge als entscheidend gelten. Gut und böse ist absolut eine Perspektivfrage. Ich nutze oft folgendes Beispiel. Ein Autounfall mag für dich der schlimmste Tag sein. Doch bringst du das Auto zum Mechaniker, ist es vielleicht sein bester Tag. Alles ist relativ. Die Handlung ist neutral, ohne negative oder positive Ladung. Wir sind es, die ihr Bedeutung geben. Es ist bemerkenswert, in diesem Raum zu sein, wo kein Autounfall geschieht, nichts Schreckliches passiert, außer dass ich mit Covid konfrontiert bin. Doch Covid ist weder böse noch gut. Es existiert einfach. Es ist wie ein Baum, wie die Sonne. Es ist so, wir sind es, die Konzepten von Gut und Böse Bedeutung zuschreiben. Meine Definition ist, dass Negatives, das uns widerfährt, da ist, um uns eine Lektion zu erteilen, ob wir sie lernen wollen oder nicht. Je größer die Herausforderung, desto tiefer die Lektion, die wir lernen müssen, oder desto widerstandsfähiger oder widerwilliger waren wir, sie zu lernen. Ja, ich denke, du triffst den Nagel auf den Kopf. Und du sagst, ob wir lernen wollen oder nicht. Auf spiritueller Ebene willst du es doch lernen. Seelenebene. War eine Wahl. Depression. Jetzt, am Ende, will ich in einen Autounfall verwickelt sein. Wer will das schon? Aber auf Seelenebene, okay, da ist etwas Wertvolles für mich dabei. Das wird meine spirituelle Entwicklung irgendwie vorantreiben und auch anderen helfen. Also, viele Menschen durchlebten harte Zeiten und wurden so zu großartigen spirituellen Lehrern durch die gelernten Lektionen. Also, es ist eine begrenzte Sicht, was gut und schlecht ist. Wir streben nach dem Guten, doch sollten wir vertrauen, dass in schlechten Ereignissen verborgene Juwelen liegen, die entdeckt werden wollen. Ja, das meine ich. Du siehst, dass in der Geschichte gibt es Erzählungen, wo Menschen Schreckliches erleben, was ihr Leben positiv prägt, indem sie dann anderen helfen oder Lehren verbreiten. Ich hatte vor einiger Zeit einen Gast, ja, der eine extrem traumatische Erfahrung durchgemacht hat. Missbrauch in den jüngeren Jahren und die damit verbundenen Ereignisse oder Vorfälle aus dieser Lebensphase hat ihr Leben so sehr verändert, dass sie nun ausschließlich Menschen hilft, mit Traumata umzugehen und solche Herausforderungen zu bewältigen. Ohne diese schrecklichen Erfahrungen könnte sie nicht so viel Positives bewirken. Ich habe sie gefragt, würdest du etwas ändern wollen? Ihre Antwort war, nein, denn das hat mich geprägt, auch all das Schlechte, was mir passiert ist. Viele fragen mich, ob ich zurückgehen und etwas ändern würde. Mein erstes Buch beschrieb, wie ich fast einen 20-Millionen-Dollar-Film für die Mafia machte. Es traumatisierte mich von einem bipolaren Gangster, der ein Jahr lang täglich mein Leben bedrohte. Und es war so traumatisch, es dauerte Jahre, bis ich darüber hinwegkam. Und das war der Moment, als ich fast bankrott ging. Und es war wirklich schwierig. Es ist immer noch, immer noch, immer noch. Die Nachwirkungen jenes Ereignisses aus meinen frühen Zwanzigern hallen noch
heute nach. Aber ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ich konnte es loslassen. Und dann blicke ich irgendwie zurück und Menschen fragen mich, warum ich mache, was ich tue. Ich sage, ich möchte helfen, den Schmerz zu vermeiden, den ich erlitten habe. Meine Filmproduktionen zeigen das auch. Sind direkt. Eine direkte Verbindung zu dem schrecklichen Ereignis besteht, da ich Menschen helfen wollte, es zu vermeiden. Nur Fehler und Fallen und Dinge, die ihnen schaden könnten. Und das tat ich auf einer unbewussten Ebene und jetzt tue ich es wieder, aber im spirituellen Bereich als ein. Wunderschöne Sache. Du hast dein Leid in Mitgefühl verwandelt. Joe Campbell sprach von der Heldenreise. Ich bin sicher, du kennst sie gut. Und er sagte, dass du auf deiner Heldenreise Prüfungen und Schwierigkeiten durchlebst. Du kommst auf der anderen Seite heraus, aber das ist nicht das Ende der Reise. Er sagt, wenn du den heiligen Gral erobert hast, der das Juwel der Weisheit ist, das aus deinen Mühsalen hervorgegangen ist, dann ist es deine Verantwortung, es zurück in die Gemeinschaft zu bringen. Niemand entwickelt sich spirituell nur für sich. Kehrst du zurück, lehrst und bewahrst andere vor den Mühen, die du erlebt hast, schließt sich der Kreis. Es dient einem größeren Zweck in deinem spirituellen Wachstum, da es sich auf viele ausdehnt und vervielfacht. Einverstanden. Hätte ich all diese Lektionen gelernt, ohne sie weiterzugeben, wäre es nicht dasselbe. Die Wirkung bliebe aus. Es wäre sinnlos gewesen, es zu unterlassen. Ich arbeite mit vielen bei den anonymen Alkoholikern, die so viel erlitten haben. Sie können sich nicht vorstellen, sich zu verstecken. Sie müssen teilen, was sie gelernt haben. Es muss überfließen. Es ist ihre Natur, jedem, den sie treffen, Heilung zu bringen. Ich meine damit, dass du, wenn du einem Tigerangriff am Fluss entkommst, ihr werdet nicht ins Dorf zurückkehren und so tun, als ob ihr fragt, na, habt ihr was zu tun? Als hättet ihr gesagt, okay Leute, ein Tiger. Mich hat ein Tiger angegriffen. So habe ich den Tiger besiegt. Vielleicht müsst ihr deswegen nicht sterben. Es liegt in unserer Natur, zu lehren und zu teilen. So haben wir als Spezies so lange überlebt, durch diese Fähigkeit. Aber du hast recht, man kann es nicht einfach für sich behalten. Generell existieren immer Ausnahmen. Doch tief in dir gibt es etwas, das du zum Vorschein bringen und mit anderen teilen möchtest. Mitgefühl ist eine erhabene spirituelle Eigenschaft. Wenn du eine Prüfung wie deine bestehst und dadurch Mitgefühl entwickelst, ist das ein Segen für alle, die du berührst. Sie warten dann, gerettet zu werden durch deine Erfahrungen. Welch wunderbares Geschenk du teilst. Ich versuche es ebenfalls. Ich tue, was ich kann, mein Herr. Nun zum Konzept. Ich möchte Ihre Definition des Konzepts des Ich Bin hören. Was ist das Ich Bin? Es ist unser wahres Selbst, unsere echte göttliche Identität. Es geht über Persönlichkeit, Körper hinaus. Es überschreitet menschliche Erfahrungen. Es ist unser Du und Ich. Unabhängig von Geschehnissen in der dualistischen Welt, es ist einfach unser göttliches Selbst. Das ist in der Wahrheit tief verwurzelt. Es ist einfach unser Wesen. Alles andere kommt und geht, aber das Ich Bin bleibt unerschütterlich. Es weicht nicht. Was ist Ihre Definition von Bewusstsein? Es ist der Bewusstseinpunkt. Jemand meinte, Gott bekam eine Nase. Nein, Gott ist eine Blume, die eine Nase bekam. Der Geruch selbst. Das heißt, wir sind alle Gott, der das Universum aus anderen Perspektiven sieht, um es zu würdigen und zu lernen. Das Bewusstsein ist der Aufmerksamkeitspunkt, der das Universum betrachtet und die manifeste Welt berührt und absorbiert es, um mit dem höheren Selbst zu verbinden und uns zu erinnern, wer wir sind. Alan, ich möchte dir eine Frage stellen. Dies, weil ich bin fasziniert und neugierig auf deine Sichtweise dazu. Als du erstmals diese Wahrheiten entdecktest in deinem Leben, als du endlich die blaue Pille genommen hast oder war es die blaue Pille, die rote Pille? Ich habe vergessen, welche Pille es war, aber du hast die rote Pille genommen, glaube ich. Und du hast entdeckt, oh mein Gott, das ist die Matrix. Und, oh, ich bin, wer ich bin, das ich bin. Und all das. Wie hat sich das angefühlt? Denn ich weiß, viele Zuhörer versuchen immer noch, dieses Bewusstsein, diese Wahrheit in ihrem eigenen Leben zu finden. Wie hat sich das angefühlt? Und was war die Erkenntnis, die du in diesem Moment erfassen konntest?
Ich habe eine Pilgerreise nach Frankreich unternommen und wir brachten eine Gruppe zur Kirche der heiligen Teresa von Lisieux, einer Schutzpatronin Frankreichs. Beim Hinausgehen sah ich ein Schild zur Krypta. Die Krypta klingt nach Edgar Allan Poe, aber ich ging trotzdem hinein. Hier werden die Überreste der heiligen Teresa aufbewahrt. Ich setzte mich nieder und meditierte. Bei meiner Meditation, ich wurde aus meinem Körper emporgehoben. Nicht so, dass ich wie Casper, der freundliche Geist, einfach herumschwebte. Mein Körper löste sich einfach auf. Ich habe nicht versucht, das zu bewirken. Es geschah einfach wie ein unerwartetes Geschenk. Und ich gelangte in einen so unendlich weiten Geist, dass mir einige Dinge klar wurden, wie die Tatsache, dass es nur Liebe gibt. Es ist einfach, alles Existierende und das physische Universum sind Staub. Es war immer unbedeutend gegenüber dem, was zählt, Leben und Tod. Es ist, als ob ich einfach. Ich kann es kaum beschreiben, es ist so schwer zu erklären. Es war, als ob mein Geist mit dem Geist Gottes verschmolz. Kurz dachte ich, das ist echt cool. Ich werde nie wieder fortgehen. Doch dann, natürlich, 10 Minuten später, war ich wieder in meinem Körper. Ich besaß einfach das Wissen von der Unendlichkeit des Ganzen und wurde eins damit. Und diese Erfahrung prägte sich so tief in mir ein, Alex, dass ich trotz Rückkehr und zahlreichen Lebensdramen mit Höhen und Tiefen, das war wirklich echt und so wahr, dass nichts in der physischen Welt je getan es übertreffen oder leugnen kann. Es war ein tiefes Wissen, alles ist gut, ich bin eins mit Gott, kein Problem, lass die guten Zeiten kommen. Es war einfach ein weites, weites Wissen, es war ein Geschenk der Gnade. Ich habe es nicht getan, ich habe nichts bewirkt, es war einfach so, Gott sagte, okay, hier ist dein Geschenk, lauf jetzt mit dem Ball. Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Und ich habe erlebt ähnliche Erfahrungen in meinem Leben, wo da ist dieser Moment, in dem man denkt, ach so, okay, das ist, das ist, das ist in Ordnung. Jetzt verstehe ich. Ich hatte viele Menschen mit Nahtoderfahrungen in der Sendung. Es fasziniert mich immer wieder, mit Menschen zu sprechen, die Nahtoderfahrungen hatten, denn sie erleben das auf einem extremen Niveau. Sie konnten meditieren und entdecken, ich nenne es, den Zeh ins Universum zu tauchen, das Gefühl, das du erleben konntest. Sie sehen eine ganz andere Seite. Ja, ich verstehe. Zu wissen oder zu verstehen, das verändert sie absolut dramatisch, von Atheisten zu Menschen, von Agnostikern zu jedem, und sie kehren mit einem völlig neuen Wissen zurück. Und es fasziniert mich immer wieder, mit ihnen zu sprechen, denn man bleibt von solch einem Ereignis nicht unverändert. Genau. Sie wissen, hoffentlich müssten wir nicht alle sterben und zurückkehren, um das zu erleben. Oder man könnte in einer französischen Gruft meditieren. Ich könnte auch auf meinem Sofa meditieren, durch den Wald spazieren oder so etwas. Oder sogar träumen. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Träumen. Was ist Ihre Sichtweise auf Träume? Was bedeuten sie für uns? Sind es Botschaften oder so ähnlich? Es gibt viele verschiedene Traumebenen, Alex. Manche verarbeiten unbewusst Dinge des Tages. Wenn du einen Konflikt oder Schrecken erlebst, der ins Unterbewusstsein gelangt, versucht dein inneres Selbst, dies zu verarbeiten und zu klären. Diese Erfahrung, die du nicht bewusst verarbeitet hast. Und selbst wenn es ein schlechter Traum ist, findet eine Verarbeitung statt, die wertvoll ist. Ich denke, eine andere Ebene von Träumen sind Besuche von Engeln, verstorbenen Lieben oder Gurus, die wirklich kommen, um dich zu unterrichten und Botschaften zu übermitteln. Andere Ebenen bedeuten ein Eintauchen in dein tiefes Unterbewusstsein, ein Erspüren dessen, was für dich und dein Leben wichtig ist. Es gibt also viele verschiedene Erfahrungsebenen. Ich nehme Träume ernst und glaube nicht, dass auch nur einer zufällig ist. Und in unserer Traumwelt verarbeiten wir vieles, was uns in der begrenzten Wachwelt unzugänglich bleibt. Ja, das ist es. Ich muss dir nicht in jedem Punkt dieser Antwort zustimmen, denn ich auch.
Ich nehme sie wirklich sehr ernst und trotzdem werde ich jedes Mal wütend mit meinen Träumen, denn es ist stets eine Allegorie, ein Flugzeugabsturz. Es geht nicht wirklich darum, so bin ich eben. Können Sie mir sagen, warum müssen wir dieses Spiel spielen? Visionen. Meinst du das wirklich ernst? Kannst du nicht einfach sagen, hey Mann, steig morgen nicht ins Auto, denn es wird etwas passieren. Im Gegensatz zu, sagen wir, einem umfallenden Baum und einem Hasen, was? Du musst quasi den Traum entschlüsseln. Und ich habe Leute, mit denen spreche ich manchmal über meine Träume. Und ich gebe ihnen den Traum und sie zerlegen ihn für mich. Sie fragen dann, was glaubst du, was es bedeutet? Ich sage, ich denke, es bedeutet das, das und das. Und selten treffe ich laut ihnen genau ins Schwarze. Und manchmal sagen sie, ja, du liegst völlig daneben, was es wirklich heißt. Investiere nicht darin. Ich sage nur, es könnte vielleicht einen kleinen Ertrag geben, so in der Art. Ich meine, du arbeitest im Filmgeschäft und machst Filme. Diese sind wie Träume, die lebendig werden, voller Bäume, Hasen, Helden und Schurken. Sie sind symbolische Wege, Dinge zu verarbeiten, ohne sie wirklich zu tun. Die Griechen erfanden das Drama 500 Jahre vor Christus, weil sie erkannten, dass man durch das Erleben einer Figur, die ihre Katharsis durchlebt, eigene Probleme stellvertretend verarbeiten kann. Man könnte sich fragen, warum wir überhaupt ins Kino gehen müssen. Warum holst du es nicht direkt? Könntest schon, aber wir nutzen die Illusion der Außenwelt, um Lektionen zu lernen, die wir direkt nicht verstehen würden. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Okay, das ist in Ordnung. Ich lasse das jetzt mal so. Nein, denn ich verstehe, was du mit den Filmen meinst. Es ist, als würde man indirekt durch die Ereignisse leben, besonders wenn sie gut erzählt, gut inszeniert, gut geschrieben und gut gespielt sind. Man fühlt den Schmerz, man fühlt die Liebe, man fühlt die Freude, die Aufregung und man erlebt es irgendwie mit. Deshalb sind Filme so, das visuelle Medium ist wahrscheinlich das mächtigste. Es ist wohl die mächtigste Kunstform, da sie fast alle anderen Kunstformen vereint. Welcher Film oder Filme, an denen du mitgewirkt hast, tragen deiner Meinung nach die wichtigsten spirituellen Botschaften für die Menschheit oder dich persönlich? Oh, was für eine tolle Frage, Alan. Oh Gott, es wird für das Publikum keine Überraschung sein zu erfahren, dass Die Verurteilten ist einer von diesen Filmen, ohne Zweifel, das ist es tatsächlich. Ich fühle mich spirituell. Hat viel gegeben, der ganzen Welt. Der Zauberer von Oz. Sicherlich bietet es auch eine Vielzahl an spirituellen Lektionen. Ich muss sagen, Star Wars. Die ursprüngliche Star Wars fast eine perfekte Geschichte für die Heldenreise, wie sie je erschaffen wurde. Es ist einfach so. Mit Joes Hilfe. George hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Da das da ist. In dieser Geschichte steckt Substanz, die wir alle brauchen. Es ist einfach Teil der Dinge, die wir alle verstehen müssen. Das sind genau die Filme, die ich meine. Und dann kommt man zu komplexeren Sachen wie beim Pate, die oft als Gangsterfilm abgetan wird. Ich sage ja, es ist ein Familienfilm und er enthält viele Lehren und es gibt Gründe für sein anhaltendes Echo. Interessant, bei jedem, der ihn auf die eine oder andere Weise sieht, findet dieser Film Anklang. Und man fragt sich, warum ist das so? Ist es die dunklere Seite in uns? Wir sehen buchstäblich, dass Unschuldige zum Monster wird. Durch das Objektiv der ersten zwei Filme, vor allem mit Michael, der nicht ins Geschäft wollte, aber das Potenzial in sich trug, der Pate zu werden. Und so wie in den Entscheidungen unseres Lebens. Alan, ich könnte stundenlang reden. Wir könnten das beide. Wir führen tiefsinnige philosophische Filmgespräche. Vielleicht sollten wir das ein andermal. Ein anderes Mal werden wir eine komplette Episode der Spiritualität des Paten widmen. Für mich ist der Film, der mich am meisten berührt hat, Die Verurteilten. Wahrscheinlich mein Lieblingsfilm, da er so viel Schönheit birgt, eingehüllt in
Hölle. Und das ist für mich eine wunderschöne Analogie zum Staunen. Denn in vielerlei Hinsicht sind wir in einem Gefängnis. In vielerlei Hinsicht versuchen wir, diesem Gefängnis zu entkommen. Und na, das ist Andy Dufresne und das tun wir. Sie beantworten tatsächlich viele der Fragen, die Sie im Laufe unserer gemeinsamen Zeit gestellt haben, wie wir die materielle Welt verstehen und wie sie mit dem Geist in Verbindung bleiben können. Wir haben gerade gesagt, so viel Schönheit eingehüllt in die Hölle. Ich glaube, es war Dale Carnegie oder James Allen, der sagte, zwei Männer blickten durch Gefängnisgitter. Der eine sah Schlamm, der andere Sterne. Selbst vom dunkelsten Ausgangspunkt aus können sie ihre Perspektive heben, nicht nur den Himmel erblicken, sondern ihn auf Erden manifestieren. Jesus lehrte, im Himmel wie auf Erden, ein Hinweis darauf, dass himmlische Erfahrungen auch im irdischen Dasein möglich sind. Wir müssen nicht sterben, um in den Himmel zu gelangen. Wir können die Erde himmlischer machen, wenn wir wählen. Ich glaube, wir alle kennen diese Momente. Der Schlüssel liegt darin, zu versuchen, in diesen Momenten länger zu verweilen, anstatt sie als flüchtige Augenblicke zu betrachten. Sie sollten zur Norm werden, während die flüchtigen Augenblicke zu Mist werden sollten. Amen. Amen. Ja. Nun, Alan, ich werde dir 2 Fragen stellen. Die stelle ich all meinen Gästen. Was ist deine Mission in diesem Leben? Meine Mission, mich als göttliches Wesen erkennen. Liebe und Frieden so oft wie möglich behalten und womöglich auch anderen dies zukommen zu lassen. So hebe ich sie empor, wo ich kann. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ganz das Gleiche. Nur erinnern, wer wir sind. Und die Göttlichkeit in uns und um uns so viel wie möglich zu erkennen. Und Alan, wo können die Leute mehr über dich, deine Bücher, deine Arbeit und die Dinge, die du machst, erfahren? Internetseite von Alan Cohen, alancohen.com. Alan, es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, mit dir zu sprechen, mein Freund. Wir müssen unbedingt diese Folge über Filmspiritualität machen. Ja, lass uns das angehen. Wir laden auch David Hoffmeister ein, der sich damit auskennt, und führen ein spannendes Gespräch. Aber mein Freund, ich wertschätze nicht nur deine Teilnahme an der Show, sondern ebenso deine beeindruckende spirituelle Lebensarbeit. Es hat mir großen Spaß gemacht, Alex. Danke sehr. Du bringst mich zum Lachen, hast ein gutes Herz und große Weisheit. So bist du ein großartiger Lehrer. Ich schätze dich, mein Freund. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.